Jetzt mal im Ernst, dieser Konsolen- und PC-Krieg ist doch kompletter Quatsch. Ich habe schon immer auf Konsolen gezockt. Ja, ich habe aber auch immer auf PCs gezockt. Okay, was ich eigentlich sagen will, ist, dass es darum gehen sollte, dass man Spaß beim Zocken hat. Aber klar, es ist mir lieber, ihr regt euch über sowas auf, als über die Hautfarbe eures Sitznachbarns. Wie dem auch sei, als ich damals mein Gaming-PC hatte, hatte ich Spaß. Jedenfalls bis zu einem Moment. Gib mir mehr Power! Ich denke, bei Crysis hatten damals viele Probleme mit der Leistung ihres Rechners. Mein Problem ist allerdings, dass ich nie so wirklich am Hardware-Abstimmen und Grafikeinstellungen fummeln interessiert war. Aber natürlich bieten PCs nicht nur Vorteile in Sachen Grafik. Als mein Rechner dann allerdings in den letzten Atemzügen lag, fragte ich mich, ist es das wert? Naja, oder so ähnlich. Darauf folgte allerdings die sehr viel interessantere Frage. Kann man Games nicht einfach streamen? Also nicht im Sinne von Twitch und Let's Plays, sondern das Zocken am eigenen Nulpenrechner und alles, was man braucht, ist eine schnelle Leitung. Mit Loopings im LAN-Kabel für schnelleres Internet. Und tatsächlich wurde damals an solchen Projekten gearbeitet. Mit OnLive und Gaikai gab es 2 Firmen, die sich genau diese Idee als Geschäftsmodell zur Brust nahmen. So richtig was draus geworden ist aber irgendwie nie was. Also jedenfalls habe ich Ergebnisse nie an der eigenen Haut zu spüren bekommen. Aber warum, verdammt? Ich meine, habt ihr überhaupt mal von den Streamingdiensten gehört? Oder sie sogar genutzt? Ich nicht. Ja, und so kam es, dass Gaikai 2012, ohne jemals richtig an den Start gegangen zu sein, von Sony gekauft und bei der PS4-Enthüllung im nächsten Jahr als großes Feature angekündigt wurde. Auch bei OnLive machte man 3 Jahre später die Pforten dicht und wieder kaufte Sony die Assets. Ja. Schlussendlich daraus geworden ist PlayStation Now, aber im Ernst, nutzt das wer? OnLive-Gründer David Perry gab als Grund für das Scheitern des Dienstes an, dass man sich entgegen Gaikai halt nur auf den PC und nicht auf den Konsolenmarkt fokussiert hatte. Das mag als kommerzieller Grund auch stimmen, aber was halt nicht in meinen Kopf will, ist, warum das Patent für PC-Spiele nicht funktionieren wollte. Hat vielleicht eine Hardware-Lobby was damit zu tun? Ich weiß es nicht. Was mich heute allerdings etwas verwirrt und überhaupt auf das Thema hat kommen lassen, ist Googles Version des Ganzen mit dem Namen Project Stream. Während in den USA schon fleißig registriert und getestet werden kann, bekommen wir hierzulande aktuell noch diese Meldung zu sehen. Als Partner auf Seiten der Publisher hat Google zur Testphase Ubisoft mit an Bord. Dude, niemand mag das E.T.-Spiel. Niemand! Also, husch husch! In der Kombination von Google und Ubisoft sprechen allerdings nun einige Punkte für ein potenzielles Gelingen des Projekts. Großes Unternehmen mit Geld für Promo? Check. Großer Publisher mit Mainstream-IPs als Partner? Check. Und eigener Browser als Plattform? Check. Außerdem ist das Internet mittlerweile ja auch etwas stabiler. Glaube ich. Ich denke, die Frage wird also eher bei der Qualität des Streamings und der Vermarktung liegen. Klar, man sollte auch das Sammlertum einiger Gamer nicht vernachlässigen, aber auf der anderen Seite werden auch immer mehr und mehr Spiele digital gekauft. Am Ende wird das Preismodell für den Dienst und die Promotion über Erfolg und Misserfolg entscheiden. Jedenfalls denke ich das. Oder was meint ihr dazu? Außerdem würde mich eure Meinung zu diesen Videos hier und hier interessieren. Und falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, klickt ihr einfach auf Abonnieren. Jeden Donnerstag gibt's was Neues von uns.